Hallo Freunde von Sibi Likes Trains, hier ist er wieder, euer Sibi mit einem neuen Update. Ja, was ist passiert? Das möchte ich euch gerne zeigen hier. Ich habe jetzt einiges wieder gebrasselt und gebastelt und gebaut. Und ja, und das geschulte Auge von euch sieht, ich habe wieder eine Brille. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. War ja eigentlich klar und abzusehen. Aber es ist eine Riesenumstellung. Ich bin jetzt nicht mehr kurzsichtig, sondern weitsichtig. Und von minus 10 Dioptrien auf minus 0,75, das macht schon ganz schön Spaß im Kopf. Also da kann ich euch sagen. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, sage ich immer, weil ich sehe ohne Brille weit scharf. Das ist unfassbar, das kenne ich ja gar nicht mehr. Und trotzdem, dass mein Hirn jetzt hier Arbeit hat für 10 und meine Augen hier ausgleichen muss und machen und tun muss, baue ich natürlich hier für euch weiter oder auch für mich für mehr. Und ja, da ist das nächste Update schon wieder vorprogrammiert. Und das würde ich euch jetzt gerne halt mal zeigen. So, was ich euch aber vorher gerne nochmal geben wollen würde, wäre ein kleines Update, wie es jetzt im Moment generell aussieht. Also, die Straße da oben ist die Auffahrt gemacht worden. Davor kommt noch ein Kreisverkehr. Das ist zwar alles mal so ein bisschen vorgezeichnet, aber ihr seht, ich bin ja schon wieder volle Pulle in den Kreisverkehr da reingeflogen. Also Armin, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Das dauert noch ein wenig. So, und dann bin ich jetzt hier die Auffahrt am machen. Hier soll noch mal eine Straße lang. Da ist eine Unterführung, dass man da hinten in die Stadt reinkommt. Da stehen die 2 Häuser. Das wird das Ganze, also diese Hauptstraße vorne wird mit dem Kreisverkehr verbunden. Nach hinten wird die zugemacht. Baustelle, was weiß ich, keine Ahnung. Und die Unterführung hier, die führt dann da rein. Da kommt so ein kleiner Marktplatz hin. Und ihr seht ja auch die Treppe, die da runter führt. Die Platte werde ich komplett absenken, dass es eine Ebene wird. Dann kann ich das auch wunderbar wieder nutzen. Und kann da hinten auch den Abgang wieder nutzen. Dann geht es hier weiter. Andere Richtung. Da habe ich jetzt schon mal alles mit Gips binden. Ihr seht, da sind noch kleine Löchelchen drin, aber das sieht man nachher nicht mehr, wenn das gestrichen ist. Mit Gipsbinden versehen. Ich muss jetzt hier noch schottern, den Kreis. Kann dazu alles braun streichen, damit der Erde drauf kommt. Da geht's weiter, Entschuldigung. Da geht es weiter mit der Straße. Da bin ich jetzt gerade dran, die Straße nach unten zu versetzen, also zu gestalten. Da muss ich jetzt noch schleifen. Ich wollte das eigentlich ohne diesen Straßengedöns machen, aber ich komme leider nicht drum rum, weil das sieht sonst doof aus mit dem Gummikork unten drunter, beziehungsweise mit dem Kork. Ja, der Rest wird alles braun gestrichen, da kommen halt jede Menge Büsche, Bäume hin, sodass die Burg hinten in einem kleinen Wall verschwindet. Hier das Wechseldiorama, da werde ich dann ein paar vorherige Muster ausschneiden und dann kann ich da immer noch mal ein bisschen was zu bauen. Was weiß ich, eine kleine Kirmes hier, diese Busch-Dingens hier mit den Heißluftballons, da fällt mir sicher noch was zu ein. Ja, dann den Rest kennt ihr ja eigentlich. Das ist dann nochmal nicht mein Park, weil den Park, ich habe das zugemacht, gefällt mir so besser, bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten, ja, gefällt mir das schon mal ganz gut. Ihr seht hinten den abnehmbaren Berg. Hier in der Industrie hat sich auch noch nichts getan. Dann gehe ich hier weiter rum. Das ist nochmal so ein Zwischenhalt, dann bastel ich irgendwann nochmal so ein bisschen weiter. Ja, und meine Schlucht hier, das kennt ihr. Ja, und dann habe ich hier von dem lieben Freund und Kollegen das wunderschöne Kloster bekommen. Dann nochmal in die Richtung, ganz vielen lieben Dank. Ist angekommen, gefällt mir richtig, richtig gut. Die soll dann dahin, da war die eigentlich auch geplant und ich wollte mir die auch holen, aber da ist derjenige mir zuvor gekommen. An dieser Stelle, ne, vielen lieben Dank. Ja, und dann geht es dann hier halt eben weiter mit einen Bahnhof. Das ist der, den ich immer mal haben wollte. Ich finde den so wunderschön mit seinen grünen Rollladenkästen, beziehungsweise den Fensterkästen, Klappen, was weiß ich, keine Ahnung. So, da kommt ja dann auch her der Berg hin und die Seilbahn, aber im Moment ist das so ein bisschen Abstellplatz für, ja, Gedöns.
Ja, so, was habe ich dann jetzt als nächstes gemacht? Ihr seht, ich habe hier ein Loch eingeschnitten. So, ihr wisst ja auch genau wofür, für die Stadt, das ist klar. So, jetzt habe ich natürlich auch das so ausgeschnitten, dass das eigentlich auch genau reinpasst. Jetzt könnte ich euch erzählen, ich habe das jetzt geschnitten und gemacht und getan. Ich mache heute das erste Mal, machen wir heute zusammen hier das Ding hier, aber glaubt mir sowieso kein Mensch. Also werde ich das jetzt mal reinstellen. Ich habe nämlich links und rechts, ihr könnt das hinten an den Ecken, hier an der Ecke könnt ihr das sehen, habe ich nochmal so Auflagen gemacht. Weil hinten liegt das komplett auf durch das Styrodur, was ein bisschen übergebaut ist. Und auf der vorderen Seite links und rechts, also hier und hier, habe ich nochmal so eine Platte drunter getan. So, Freunde, jetzt seid ihr live dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen, verdammte Scheiße, die Scheiße passt nicht. So. So. Und so. Okay. Also es passt tatsächlich rein. Hinten liegt es auf, aber hier müssen wir noch ein bisschen tiefer. Warum auch immer. Ich würde sagen, geil. Ja, und so haben wir jetzt das Ganze auch wieder passend eingesetzt. Und wenn ihr jetzt mal, warte, jetzt pass auf. Ich nehme euch jetzt mal hier runter. Jetzt wackelt es kurz. Und dann fahren wir mal runter. Das sieht doch geil aus. Also der Hintergrund, das passt wunderbar. Sehr, sehr geil. Also mir gefällt es richtig gut. Ja, schön. Nächster Schritt ist jetzt, ich habe jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Lagen drauf auf den Straßen. Soweit bin ich jetzt auch. Ich habe jetzt hier auch die Brücke runter. Da ist jetzt auch alles fertig. Dann geht es da hinten rüber und da hinten soll ja bekanntlich der Kreisverkehr hin. So, was machen wir jetzt? Jetzt brauche ich Erde. Und zwar mache ich ja das Braune braun. Ich streiche das alles braun und dann kommt da richtige Erde drauf. Und für richtige Erde braucht man richtige Erde. Eine kluge Sache, ne? So, wie mache ich die Erde? Die habe ich im Garten rumfliegen. Die ist jetzt nass, die machen wir trocken oder lassen wir trocknen. Und dann sieben wir uns die mal schön. Und da zeige ich euch jetzt kurz, wie ich meine Erde mache. So, was nehmen wir? Wir nehmen Erde. Die liegt jetzt seit einer Woche hier bei mir und trocknet schön vor sich her. Ich habe zwischendurch immer schon mal so mit der Hände gedrückt und gemacht und getan. Dann haben wir ein Sieb. Das nehmen wir dafür. Und so ein Eimerchen. So, Handschuhe. Feines Sieb, Küchensieb. Müsst ihr nur dran denken, das der Frau wieder zurückzugeben. Sonst gibt das Mecker. So, und dann immer schön drehen. Weil das sind im Prinzip das so große Dinger und wenn ihr fertig seid, ist das so feiner Sand. Der ist zwar auch ein bisschen grobkörnig, aber ich finde halt einfach, das ist gar nicht so schlecht, weil wir dann ja auch, wir haben ja auch nicht immer nur feinen Sand überall rumliegen, ne? Sondern haben ja auch schon mal ein bisschen was gröbere Erde hier rum. Ne? So, wieder nächste Schuhe und schön drehen. Man kann das auch noch mal ein bisschen kleiner machen. So. Geht eigentlich relativ schnell, weil ist schon grobkörnig. Also das ist schon feines Nudelsieb. So. Das ist jetzt der letzte Rest vom Schützenfest hier. Das Grobe, das führen wir jetzt wieder der Erde zu. Und das ist für mich. Zack. Dankeschön fürs Zuschauen.
Ja, Freunde, so kann Landschaftsbau sein. Rucki zucki ist auf einmal alles braun. Verstehe das ja nicht, was da passiert ist. Aber einer auf der Anlage, eieiei. Natürlich habe ich da braun angemalt, ne, so als ersten Untergrund. Und da, wo der Braune hinkommt, kommt auch Grün hin. Und da kommt auch ein bisschen, ja, hier und da nochmal ein Felsvorsprung. Das gibt es sicherlich gegossen. Aber ich habe mir überlegt, das einfach grün zu machen. Das ist ein grüner Berg dahinter. Der ist komplett grün. Ihr seht es vom Hintergrund. Und da jetzt noch irgendwie grau was reinzumachen, nee. Da gehört also nur Bäume, Bäume, Gras, Tannen und Bäume und Bäume. Es ist ein schöner Mischwald dahinter, also von daher kann ich mich da richtig austoben und hier vorne ja, sicherlich schön Böschung machen. Da schon Bock drauf. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Was ich allerdings jetzt noch geändert habe, das würde ich euch jetzt gerne anhand von Licht zeigen. Ich würde mal so schwenken, dann kriegt ihr alles mit. Ja, ich denke schon. Jetzt werde ich das Licht noch mal ein bisschen dimmen. Ich mache es nicht ganz aus, ich dimme nur mein Licht. Gebe ihm mal eine andere Farbe. Ganz ein bisschen düsterer machen. Ist ja so langsam aber sicher Nacht hier. So, ich glaube, jetzt kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was besser sehen. Ich mache noch mal die Beleuchtung des Bahnhofs an. So, ihr seht ja, ihr kennt ja meine Reihenschaltung, was jetzt noch dazugekommen ist. Kann man jetzt halt schlecht sehen. Das hintere Gebäude ist jetzt auch ein bisschen beleuchtet. Aber der Bahnhof ist einfach so hell an und für sich. Aber was ihr sehen könnt, ist zum Beispiel der Bahnhofsparkplatz. Da, wo die große Linde steht, ist beleuchtet und der Bahnhofsvorplatz ist auch beleuchtet. Was zusätzlich noch beleuchtet ist, ich habe das brennende Haus. Es brennt, wenn ich es will. Ja, es flackert auch schön. Sieht schon echt nicht schlecht aus. Aber da ist auch noch ein Dampfer drin. Der ist allerdings jetzt leer, deswegen mache ich das Häuschen jetzt auch wieder aus. Und Augenmerk auf rechts auf die Burg. Die Burg leuchtet also auch. Da muss ich aber noch mal dran. Ihr seht, das scheint da so ein bisschen durch auf der rechten Seite. Aber ansonsten finde ich, ist das schön geworden. Und ja, das ist schon mal das, was ich jetzt schon mal gemacht habe. Es ist jetzt beleuchtet und jetzt kann es schön in Ruhe weitergehen. Ja, Freunde von CB Likes Trains, das war mein nächstes Update für euch. Es ist zwar jetzt nicht allzu viel passiert, kann man so denken, aber es war doch schon einiges mit Elektro anschließen, das hier malen, die Stadt einsetzen. Das macht man nicht mal gerade eben so in 5 Minuten, da muss man sich schon ein bisschen was Zeit lassen, zumal ja unter der Stadt alles Elektronische schon gebaut ist. Das kann ich ja nicht einfach aussetzen, anmalen, ausschneiden. Nee, das muss man ja noch so ein bisschen zirkulieren. Aber es gefällt mir richtig gut. Die Straßen gefallen mir richtig gut. Wie gesagt, da habe ich auch 3, 4 Mal drüber geratscht und geschliffen und gemacht und getan. Gefällt mir richtig gut. Ja, wie geht es weiter? Ihr wisst, ich arbeite mich immer stetig und langsam vor. In Richtung Stadt geht es weiter. Dann ich den rechten Schenkel schon mal so weitestgehend fertig habe. Ich meine, im Bahnhof fehlen immer noch ein paar Peoples. Da sind immer noch die ersten 5 Besucher da und die warten immer noch vergebens auf den Zug. Also von daher ist halt eben so. Gut, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ja, ich würde mich nochmal freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich für euren Besuch, aber ganz wichtig möchte ich euch noch sagen, wer möchte, lässt mir gerne ein Abo da. Es freut mich. Und ihr kriegt mit, wenn es hier was Neues gibt. Wenn ihr zusätzlich noch die Bimmelchen anmacht, dann werdet ihr auch noch darüber informiert, wenn es hier was Neues gibt. Ja, verrückte Sachen gibt es, ich sag's euch. Und ja, wer einen Daumen hoch da lässt, der beglückt mich damit. Und wer einen konstruktiven, ja, wie sagt man dazu? Wer konstruktiv was sagen möchte, kann das auch gerne tun. Nein, ich bin natürlich über jeden Kommentar dankbar und das freut mich auch, wenn ich da so ein Feedback bekomme. Und ja, okay, ihr Lieben, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei CB Likes Trains und ihr seid mit dabei. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi. Ciao, ciao.